Hallo ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute steht wieder ein super großes Thema an, denn es geht um die Herbst-Winter-Trends 2017. Wir sind zwar noch mitten im Hochsommer, aber die neue Saison steht schon in den Startlöchern und deshalb zeige ich euch heute wieder die 10 größten Trends für die kommende Saison. An dieser Stelle aber erstmal ganz herzlichen Dank für die vielen Aufrufe meines Sommertrend-Videos. Ich habe mich sehr darüber gefreut und ich hoffe sehr, dass euch auch dieses Video wieder genauso gut gefallen wird. Und ja, am besten fangen wir gleich an. Zunächst einmal eine gute Nachricht vorneweg, denn sehr viele Trends der vergangenen Herbst-Winter-Saison bleiben uns auch im Jahr 2017 erhalten. Das schont natürlich unseren Geldbeutel und wir können den Fokus auf die neuen Trends legen und lieber da hinein investieren sozusagen. Ich stelle euch sowohl Trends vor, die uns erhalten bleiben, als auch neue Trends und verlinke euch immer mögliche Styling-Varianten, sodass ihr gleich seht, wie die Trends umgesetzt werden können. Und wenn ihr Lust habt, auch gleich schon mal losshoppen könnt. Eines der ganz großen Themen 2017 ist das Thema Power Dressing und dabei insbesondere Hosenanzüge. Auf super vielen Modenschauen hat man Hosenanzüge gesehen, häufig mit stark akzentuierten Schulterpartien, also Schulterpolstern. Und auch die Hose war teilweise maskulin geschnitten, also man sieht nicht, wie man vielleicht bisher gesehen hatte, eher feminin geschnittene Hosenanzüge, sondern hauptsächlich leicht oversized geschnittene Modelle. Neu ist außerdem, dass man auch super viele bunte Hosenanzüge auf den Laufstegen gesehen hat. Ich habe mir zufällig im Urlaub im Frühjahr schon einen rosafarbenen Hosenanzug gekauft im Sale und hatte da wohl den richtigen Riecher und hoffe, dass ich den dann im Herbst tragen werde, auch wenn rosa ja eher eine Frühlingsfarbe ist. Nichtsdestotrotz bunte Hosenanzüge auf jeden Fall auch ein ganz großes Thema. Ob dieses Thema Powerdressing mit dem aktuell wieder so aufflammenden Feminismus zu tun hat, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall ist es sehr auffällig, weil wirklich nahezu alle Designer solche Hosenanzüge im Sortiment hatten. Und ja, ich würde sagen, dann steht einem Aufstieg auf die Karriereleiter im Herbst nichts mehr im Wege. Ein weiterer Trend, den sehr viele Designer bei sich in den Showen gezeigt haben, ist Jeans bzw. sind Jeans und vor allem Jeans-Komplett-Looks. Also nicht mehr wie bisher nur eine Jeansjacke obenrum und dann untenrum vielleicht irgendwas anderes, sondern Jeans from head to toe sozusagen. Besonders gern genommen sind leicht oversized geschnittene Jeansjacken und auch die Jeanshosen etwas weiter geschnitten. Also ein Look, der auf jeden Fall ja, etwas mehr Mut erfordert vielleicht, aber wie ich finde, richtig gestylt sehr cool aussieht. Ich würde dazu auf jeden Fall eher schickere Schuhe kombinieren. Also ich finde, mit Cowboy Boots oder so wird es dann schnell ein bisschen too much, aber wenn man schicke Schuhe dazu anzieht, kann dieser Look auf jeden Fall sehr schön aussehen. Und der erste Look, den wir wahrscheinlich alle schon im Kleiderschrank haben, denn eine Jeans und eine Jeansjacke hat wahrscheinlich fast jeder. Und wenn ihr die zwei Teile miteinander kombiniert, seid ihr schon mal super gut gewappnet für den kommenden Herbst. Was mir an dieser Stelle noch einfällt, ich gebe in diesem Video absichtlich nicht allzu viele Styling-Tipps, weil ich glaube, das Video ist sowieso schon sehr lang, weil ich euch eben 10 Modetrends vorstelle. Ich werde aber in der kommenden Zeit immer noch mal kleine Extra-Videos machen zu herausgesuchten Modetrends, in denen ich dann die Trends nochmal genauer vorstelle und auch nochmal ausführlichere Styling-Tipps gebe. Der nächste Trend, der uns nächste Saison erhalten bleibt, worüber ich mich sehr freue und Zuschauer und vor allem Leser meines Blogs wissen warum, denn Karo-Muster ist eines meiner absoluten Lieblingsmuster. Ihr seht es, ich trage gerade auch eine Vichy Karo-Bluse. Ich liebe Karo-Muster seit letzter Saison. Ich habe, glaube ich, gefühlt jeden Tag Karo-Muster getragen. Und auch kommende Herbst-Winter-Saison bleiben uns karierte Teile erhalten, insbesondere in Form von Mänteln, Blazern und auch Hosen. Alle 3 Teile sozusagen sind meist oversized geschnitten. Also vor allem die Blazer in Karo-Muster sind, ähnlich wie die bereits erwähnten Hosenanzüge, eher maskulin geschnitten. Mir persönlich gefällt es sehr gut, wenn man das ein bisschen aufbricht und untenrum dann ein bisschen schmaler stylt, also zum Beispiel zu einer Skinny Jeans. Ja, Karo-Muster in jedweder Couleur bleiben uns erhalten, sowohl eben Vichy Karo, wie ich es bereits trage, als auch Gingham Karo, als auch Schotten Karo. Also alles, was ihr kariertes im Kleiderschrank habt, hebt es bitte auf, denn es bleibt absolut im Trend. Ebenfalls erhalten bleibt uns das Thema Samt. Samt war ja bereits letzten Winter mega angesagt und hat da
eine riesen Samtwelle ausgelöst. Es ging sogar so weit, dass man jetzt im Sommer auch Samt-Bikinis gesehen hat. Ihr könnt alle diese Sachen ebenfalls aufheben, denn Samt bleibt ein riesengroßes Thema. Neu ist kommende Saison etwas, dass das Samt auch farbig wird, also dass die Samtteile auch farbiger sind. Letztes Jahr, fand ich, hat man eher so dunklere Töne gesehen. Kommende Saison sieht man auch Samtteile in Senfgelb, in Grün, in Dunkelrot, also es wird ein bisschen bunter. Alles in allem bleibt uns aber Samt erhalten, und zwar auch hier wieder in Form von ganz vielen unterschiedlichen Teilen, also sowohl Samtkleider, Oberteile, Hosen, Schuhe, Taschen, alles, was nicht nied- und nagelfest ist, wird in Samt produziert. Ein, wie ich finde, sehr schöner Trend, der für mich eindeutig in die Herbst-Wintersaison gehört. Und ja, ich freue mich sehr, dass ich auch diese Teile getrost weitertragen kann. Kommen wir zu den Farben, die kommenden Herbst und Winter angesagt sein werden. Und neben den klassischen Herbst-Winter-Farben, wie natürlich Grau und Schwarz und alle möglichen Brauntöne, ist kommende Saison insbesondere Rot ein super großes Thema. Auch diese Farbe habe ich bei ganz, ganz vielen Designern gesehen. Super gerne genommen, hier auch Rot-Komplett-Looks, ähnlich wie bei Jeans. Wird auch Rot neuerdings vom Head to Toe getragen. Dieser Look oder dieser Trend erfordert natürlich eine sehr, sehr große Portion Mut, und ich finde, man kann es auch nicht überall anziehen. Ich persönlich würde einfach mit ausgewählten Teilen in Rot starten, damit macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Man sieht Rot in allen möglichen Nuancen, von knalligem, richtig feurigem Rot bis zu hellerem Rot, dunkelrot, Weinrot, also mit Rot macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Die Mutigen unter euch sehr gerne auch als Komplettlook. Ich finde es sehr cool, aber wie gesagt, ja, nicht so leicht tragbar. Und ja, Rot auf jeden Fall sehr, sehr angesagt. Eine weitere Farbe, die kommt, beziehungsweise eigentlich auch schon immer da war, aber auf jeden Fall jetzt nochmal so ein Revival erlebt, ist Blau. Und zwar ein sehr, sehr sattes Königsblau. Dior hat dieser Farbe eine ganze Show gewidmet und hat schon prophezeit, dass Blau schwarz ablösen wird, was ich natürlich nicht glaube. Aber auf jeden Fall ist Blau sehr, sehr angesagt. Und auch die Kombi aus Blau und Schwarz ist auf jeden Fall tragbar, auch wenn das ja früher als No-Go galt. Ich finde die Kombi schon immer sehr, sehr schön und habe auch nicht so richtig verstanden, warum man die zwei Farben nicht kombinieren sollte. Kommende Saison kann man es also auch offiziell tun. Genau, also Blau ebenfalls super angesagt, und auch Grünnuancen bleiben uns erhalten und sieht man kommende Saison sehr, sehr oft. Besonders gerne so ein dunkelgrün oder Schlammgrün, Olivgrüntöne. Greenery ist ja offiziell die Pantone-Farbe 2017. Genau, auch wenn Greenery an sich etwas knalliger ist, wird es jetzt im Herbst und Winter etwas gedeckter. Ja, wir merken uns also, Rot, Blau und Grün sind die Farben für die kommende Saison. Und ja, damit macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Ein weiterer, eher neuer Trend ist Silber und auch Metallic. Diesen Trend groß gemacht hat, wie könnte es auch anders sein, wie auch schon so oft geschehen, Karl Lagerfeld. Er hat in seiner Chanel-Show im März diesen Jahres seine Models in Raumanzug anmutenden Kleidern auf den Laufsteg geschickt, und auch die ganze Show war so ein bisschen Space Shuttle mäßig aufgezogen, und er hat sehr, sehr viele Teile in Metallic-Optik oder auch mit so silber durchzogenen Stoffen gezeigt, und viele andere Designer taten es ihm gleich. Wer sich erstmal an den Trend herantasten möchte, was ich absolut verstehen kann, dem empfehle ich metallicfarbene Accessoires. Also man wird auch sehr viele metallicfarbene Stiefeletten bzw. generell Schuhe sehen oder Taschen. Ich zum Beispiel finde goldene oder silberne Booties total cool, denn ich finde, man kann damit einfach auch eher normalere Looks irgendwie modern machen und aufbrechen und hat dann sofort irgendwie so einen besonderen Touch in den Looks drin. Genau, also Silber und Metallic, ein weiteres sehr, sehr großes Thema, das wir oft sehen werden, und ein neuer Trend im Herbst-Winter 2017. Der nächste Trend, den ich euch präsentieren möchte, ist wieder ein Trend, der uns erhalten bleibt. Ich habe es euch ja gesagt, wir werden wirklich sehr viel Geld sparen für andere schöne Dinge in der kommenden Saison, und zwar ist dieser Trend Gürtel. Auch Gürtel waren letzte Saison ja schon sehr angesagt, und es geht weiter. Wichtig ist, dass die Gürtel nahezu ausschließlich auf Taillenhöhe getragen werden und zumeist auch über allen möglichen Teilen drüber. Also sowohl über einer Hose und einem Oberteil natürlich, ganz klassisch, als auch über einem Blazer, über einem Mantel, über jedweder Jacke.
schnürt euch einfach einen Gürtel in die Taille und ihr seid sofort ganz up to date. Und die Gürtel sind entweder schmal oder breit, da ist alles vertreten. Also egal welchen Gürtel, ihr könnt ihn einfach anziehen, solange er eben auf Taillenhöhe geschlossen werden kann. Genau. Ja, Gürtel, ein Trend, den ich, wie gesagt, habe ich letztes Mal schon gesagt, sehr, sehr cool finde. Denn es ist super günstig, fast jeder hat ihn schon im Schrank. Und man kann da mit jedem Look sofort irgendwie ein anderes Aussehen verleihen, ohne viel dafür tun zu müssen. Nächsten Herbst und Winter haben wir wirklich keinen Grund mehr, nur in grau und schwarz herumzulaufen, weil zusätzlich zu den bereits erwähnten Trends, wie zum Beispiel Metallic oder Jeans-Komplett-Looks oder alle möglichen Farben, sind auch sehr, sehr viele Muster angesagt. Also es wird auf jeden Fall bunt kommende Saison. Neben dem jedes Jahr wieder omnipräsenten Leo-Muster, worüber ich mich ja sehr freue, dass es jedes Jahr wiederkommt, sehen wir kommende Saison auch sehr, sehr viele gepunktete Teile. Polka Dots erleben ein kleines Comeback, was ich ebenfalls total cool finde, weil ich finde gepunktete Teile super schön. Vielleicht wird es bei mir sogar das Karo-Muster ablösen. Mal sehen. Ihr werdet es auf jeden Fall mitbekommen. Genau, also gepunktete Teile, super angesagt und auch Blumenmuster wird mit in die kommende Saison genommen. Ich finde Blumenmuster besonders im Herbst sehr, sehr schön, weil ich finde, man kann dann all die geblümten Teile aus dem Sommer sehr, sehr schön weiterhin tragen, wenn es Kleider sind, zum Beispiel mit einer dicken Strumpfhose und mit einer Strickjacke oder mit einem Mantel drüber. Also ich finde, ganz viele geblümte Teile sehen auch im Herbst super schön aus. Der nächste Trend, welcher gleichzeitig ein neuer Trend ist und auch ein bisschen ein Geheimtipp von mir, beziehungsweise ich bin nicht ganz sicher, ob sich es durchsetzt, aber ich glaube schon. Also ich habe irgendwie im Gefühl, dass das ein relativ großer Trend werden könnte. Und zwar geht es um Kordsamt. Kordsamt ist, wie der Name schon sagt, eine Mischung aus Kord und Samt. Das ist Kord, der so ein bisschen feiner ist. Es gibt ja so groberen Kord und Kordsamt ist einfach so ein bisschen feinerer Kord. Und ich glaube, dass es sich durchsetzen wird, denn zum einen ist ja Samt auch schon ein großer Trend und das ist relativ ähnlich, so vom Material her. Und zum anderen ist auch dieses 70er-Jahre-Thema, wo Kordsamt zuletzt ja so relativ groß war, irgendwie auch gerade in sehr, sehr vielen anderen Modetrends mit drin. Also zum Beispiel im Thema Jeans, Komplettlooks, das gab es zuletzt auch in den 70er Jahren. Dann bei vielen Mustern, die wiederkommen, schwingen so ein bisschen die 70s mit. Und jetzt eben auch beim Thema Kordsamt. Und ich glaube deshalb, ja, das ist ein ganz cooler Trend, der auf jeden Fall mal was anderes ist. Und wie ich finde, auch total schön zu kombinieren geht, zum Beispiel zu Lederaccessoires bzw. zu Lederleggings oder Lederjacken oder auch in Kombination mit solchen Spitzentops finde ich sehr, sehr schön. Denn Kordsamt habe ich bisher sehr oft in Form von Blazern oder von etwas weiter geschnittenen Hosen gesehen. Und ich finde, gerade wenn man das in so erdigen Tönen anzieht, ist das ein super schöner Herbst-Winter-Look. Und ja, ich bin sehr gespannt, ob sich der Trend durchsetzen wird. So, und damit sind wir auch schon bei dem letzten meiner 10 Modetrends für den Herbst und den Winter 2017 angelangt. Und zwar handelt es sich dabei um asymmetrische Schnitte. Die kommende Saison ist voll von asymmetrisch geschnittenen Teilen. Insbesondere ist mir das bei Strickpullovern aufgefallen. Das gab es letztes Jahr schon ein bisschen, dieses Jahr kam es irgendwie noch mehr. Also zum einen sind die entweder, was den Kragen angeht, so ein bisschen schräger geschnitten und dann fällt so halb über die Schulter drüber. Oder die Schulterpartie ist sehr ausgeprägt oder die Säume sind ein bisschen versetzt. Also man sieht sehr viele Teile, die einfach nicht normal geschnitten sind, sondern ein bisschen was Besonderes haben. Ich finde es super cool, denn ich trage sehr, sehr gerne zum Beispiel klassische Strickpullover im Winter. Und wenn die dann noch so einen besonderen Twist haben, wie zum Beispiel durch so einen besonderen Schnitt, finde ich, das ist sehr, sehr schön zu stylen und man hat sofort so ein bisschen, ja, mal was anderes und hat trotzdem einen gemütlichen Strickpulli an, weswegen ich mich sehr auf diesen Trend freue. Und ja, ich habe euch, wie zu allen anderen Trends, auch hier schon eine Trage- bzw. Produktvariante eingeblendet und bin sehr gespannt, ob auch euch dieser Trend so gut gefallen wird. So, das waren die 10 größten Modetrends für den Herbst und den Winter 2017. Wie gesagt, ich werde zu einzelnen Trends nochmal ausführliche Videos machen, damit ihr ein bisschen mehr Input bekommt und auch ein bisschen mehr Styling-Ideen. Jetzt danke ich euch erstmal ganz arg fürs Zusehen. Wie vorhin schon erwähnt, bin ich sehr gespannt, wie euch die Trends gefallen. Schreibt mir sehr, sehr gerne einen Kommentar hierzu und auch dazu, ob ihr noch irgendwelche Trendprophezeiungen habt, die ich jetzt vielleicht nicht erwähnt habe. Gebt mir super gerne einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert sehr, sehr gerne meinen YouTube-Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Shoppen der neuen Herbst-Winter-Trends und sage Tschüss und bis bald.